Hey, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und wenn ich hier vor meinem Balkonkraftwerk stehe, heißt das, es geht mal wieder darum. Und zwar habe ich mich für einen Speicher entschieden, jetzt stehe ich ja echt blöd, für einen Speicher entschieden, der auch sogar schon da ist, obwohl wir jetzt erst Januar haben. Und welcher das ist, das zeige ich euch jetzt. Hier steht der Karton, hier befindet der sich drinne und ich weiß nicht, ob man das erkennt, aber es ist von Anker. Ich habe mich für die Solix E1600 entschieden. Ich habe mir auch noch andere angeguckt, wie zum Beispiel, beziehungsweise es gab nur 3 Speicher, die ich mir etwas näher angeschaut habe, die was vielleicht für mich wären. Darunter halt, wie gesagt, die von Anker. Dann von Zendure, die Solarflor. Und tatsächlich auch diesen Charge. Aber die sind dann alle rausgefallen. Der Maxi Charge war zu teuer. Und bei den Zensus Solarflor war preislich gesehen fast kein Unterschied. Allerdings ist die Speicherkapazität weniger gewesen. Ich glaube, liegt bei 960 Watt. Und außerdem musste man dann noch so diesen, ja, wie soll ich jetzt sagen, das Steuergerät dann noch extra mit irgendwo anbringen. Und hier ist schon alles in einem drinne. Allerdings könnte es von der Funktionsweise, also von dem Steuern per App und was man da einstellen kann, etwas schlechter sein. Das Ding hier soll ja mit 99% aller Wechselrichter kompatibel sein. Aber ich habe auch schon gelesen, dass zum Beispiel Wechselrichter, die jetzt nicht von Anker sind, da lässt der Speicher jetzt 150 Watt durch. Und erst wenn er über 150 Watt, also die Solaranlage über 150 Watt schafft, lädt er dann auch den Speicher. Und beim Wechselrichter von Anker wären das 100, aber vielleicht hat sich das ja auch geändert. Ich habe mir ja die Reviews ja alle angeschaut. Und die sind schon 5 Monate alt. Vielleicht, ja, hat sich wie gesagt geändert und das ist jetzt alles ganz anders. Ja. Aber wir holen mal das ganze Ding jetzt hier raus. Gucken mal. 20 Kilo soll das Ding hier wiegen. Denn in der Kiste haben wir nämlich noch eine Kiste. Jo, in der Kiste haben wir noch eine Kiste. Die müssen wir jetzt erstmal rausholen hier. So, packen wir das nochmal um. Das ist jetzt der Originalkarton hier. Ich denke mal, da muss ich nicht groß was sagen. Ne? 1600 Watt. Maximale Ausgangsleistung und Eingangsleistung 800 Watt. Jo, Plug and Play in 5 Minuten steht hier, soll das installiert sein. Ich bin mir echt gespannt. Kostenfaktor war, ich habe das mir bei Amazon bestellt und das ganze Ding hat mich 799 Euro gekostet. Also 800 Euro. Und wir schauen mal, was wir hier alles drin haben. Ich denke mal, ich werde jetzt nicht großen Aufriss hier machen. Wir haben hier ein Paket. Ein Tool ist hier dabei, um die Stecker zu lösen. Dann haben wir hier ein Kabel und schön stabil verpackt hier alles. Und da haben wir auch schon die Bank. Ich hole die mal kurz raus hier. Bedienungsanleitung und noch mehr Kabel. Das sieht aus wie ein Verlängerungskabel. Und das hier sind die 2 Y-Kabel. Aber das werden wir ja gleich sehen, wofür die sind. Zack. Und noch mehr davon. Zack. Fertig. Schauen wir uns das ganze Teil mal ein bisschen genauer an. Das ist ziemlich stabil und robust verarbeitet. So, Metall. So, und dann haben wir jetzt hier, da. Das ist quasi jetzt die Front, sage ich jetzt mal. Ein- und Ausschalter. Dann haben wir den PV-Output auf der Seite. Hier geht es dann zum Wechselrichter. Und auf der Seite haben wir den PV-Input. 2 Eingänge für ja, jedes Solarpanel
also einen extra Eingang. Und das war es auch schon gewesen. Bevor wir jetzt die Solarix hier anschließen, werde ich erstmal den Wechselrichter von meinem Balkonkraftwerk vom Netz ziehen. Das war's. Wir können uns jetzt um die Kabellage hier kümmern. Die Paneele ist jetzt nicht abgedeckt, aber wir produzieren auch keinen Strom jetzt hier. Moment mal. Ich habe ja jetzt hier die Y-Kabel. Einmal Plus, einmal Minus, genau. Ich brauche ja nur das hier lösen. 1, 2. Jetzt habe ich natürlich hier alles so schön fest gemacht. Und die Seite natürlich auch noch. So, jetzt werden wir die mitgelieferten Verlängerungskabel nehmen. Und werden jetzt schon mal die erste Seite hier an den Speicher anschließen. 1. So. Das andere machen wir natürlich mit den anderen Solarpanel auch. Und Input 1, 2. Kann eigentlich nichts verkehrt machen hier. Nummer 1. Nummer 2, bis es klackt. Und natürlich die andere Seite jetzt auch nochmal verbinden. So. Zack. Zack. Das war die Geschichte. Um die Kabelmanagement muss ich mich dann später kümmern. Ich weiß auch noch gar nicht, ob ich die hier überhaupt so stehen lasse. Jetzt natürlich noch für den Output das Kabel. Das Y-Kabel. Und zwar wollen wir hier Minus und Minus haben. Wo sind wir denn? 1 und 1. Dies und das. Zack. Und zack. Kabelmanagement, ne? So gut wie gar nicht jetzt vorhanden mehr. Aber wir testen das Ding erstmal, ob das überhaupt funktioniert. Und wir schalten das ganze Ding mal ein hier. Hier ist Powerknopf. Ah, hier blinkt sogar schon. Ich habe sogar 3 Striche hier drauf. Ist ja interessant. Okay, es blinkt. Was wir jetzt brauchen, ist natürlich die App auf dem Smartphone. Die haben wir schon runtergeladen. Da muss ich jetzt mir jetzt noch ein Konto erstellen. Und dann, ja, schauen wir uns das mal genauer an. Was wir noch gar nicht gemacht haben, wir haben unseren Stecker gar nicht mehr reingesteckt hier. Jetzt ist wie mir die ganze Kabelleiste abgegangen. Die hatte ich nur geklebt. Ich dachte, es würde reichen. Aber anscheinend nicht. Ja, super. Kann ich alles neu machen. Klasse. Na gut, wir stecken den jetzt erstmal wieder rein hier. Verbindung erfolgreich. Wir kriegen hier auch gleich ein Update, habe ich gesehen. Neueste Version. Version 1.4.4. Werden wir mal updaten. Mal sehen, wie lange das dauert. Oh, das könnte ein bisschen dauern. Wir überspringen das mal. So, Update erfolgreich. Fertig. Jo. Wir werden die WLAN-Steuerung nehmen. Und Name des Energiesystems. System erstellen. Ich nenne das jetzt einfach mal Home. Home. Einfach nochmal zum Test. System erstellen. Bestätigen. Die Aktuelle ist nicht mit den Mikrowellen verbunden. Bitte verbinden Sie zuerst den Mikrowellen. Okay. Wie meinen die das? Ach so, wir müssen noch Konfiguration fortsetzen. Update. Ah ja. Wählen Sie die Marke aus. Weitere. Ich dachte, es würde hier das T-Sun geben. Wir gucken mal. Okay. Jetzt haben wir es. Akku beträgt 95%. Ausgabe in Home sind 112. Eingang sind 112 Watt. Okay. Zeitraum. Okay.
tatsächlich 150 Watt nur. End und End. Ja, wir machen das so. 150 speichern. Okay. Das verstehe ich jetzt nicht. Da müssten jetzt ja eigentlich immer 150 Watt reinkommen, ne? Ist das richtig? Ja, die Solaranlage produziert jetzt. Oh, da geht richtig was durch. Jetzt gucken wir nochmal bei der App hier. Solarausgang 165 Watt. Okay. Kann man sonst noch was machen hier? Gehen wir mal auf Start. System erstellen. Okay, wir machen das nochmal. Home. Fertig. Ah ja. Jo, habe ich verstanden. Gut. Verstanden. Okay, machen wir das jetzt hier nochmal. Von 15 Uhr bis 24 Uhr soll 150 einspeisen. Okay. Das werden wir dann mal ausprobieren, ob das so funktioniert. Bis jetzt sieht es so aus. Aktuell 118 Watt. 0 geht in die Solarbank. 95% haben wir drauf. Ja, bin mal gespannt. Ich denke mal, wir sehen uns jetzt gleich heute Abend wieder. Boah, ich denke mal so eben 20 Uhr und schauen mal, was wir machen oder was passiert. Und bis dahin sage ich erstmal, ja, ciao. So, mittlerweile haben wir es 19 Uhr und 46 und wir schauen jetzt mal, was unsere Solarbank macht. Jo. Und ihr seht, wir speisen gerade aus der Solarbank 146 Watt ein. Ich hatte es geschafft, die auf 100% aufzuladen, aber es war ja auch keine Kunst. Da waren ja schon 95, beziehungsweise mit 95% war die Solarix. Heißt die eigentlich wirklich Solarix? Heißt einfach nur Solarbank. Ja, ist ja egal. Ja, hier sehen wir es auch nochmal. 60% sind schon entladen und die Temperatur beträgt 16 Grad. Im Übrigen steht die immer noch draußen. Ich habe die aber jetzt wegen dem kalten Wetter ein bisschen eingepackt. Habe das ein bisschen Gehäuse gedämmt und hoffe, dass, wenn es draußen unter 0 Grad fällt, die Eigenwärme der Akkus dann doch noch im plusstelligen Bereich liegt. Ob das so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe, ist eine ganz andere Geschichte. Denn entladen tut die Solarbank hier bis minus 20 Grad, aber laden nur bis 0. Und dann schaltet sie ab, um den Akku zu schonen. Oder die Akkupakete da sind ja Lithium-Eisenphosphat ist das ja. Ja, mittlerweile ist das ja jedem bekannt, dass Kälte solche Batterien ja überhaupt nicht abkönnen. Aber egal, anderes Thema. So, ich habe jetzt tatsächlich mich hingesetzt und habe mal so eine Zeitsteuerung hier gemacht, also so einen Energieplan. Und da habe ich jetzt, wie gesagt, es werden immer 150 Watt eingespeist. Da muss ich jetzt mal ausholen. Solange wie das Balkonkraftwerk Strom produziert, egal ob es nur 20 Watt sind oder sowas, schaltet sich der Akku nicht dazu. Der Akku oder beziehungsweise die Solarbank schaltet sich erst zu, wenn die Solaranlage, also die Paneele, keinen Strom mehr abgeben. Jetzt nochmal, also hier zu den Zeitplan von 0 bis 17 Uhr, also 150, ja, das ist für meinen Wechselrichter das Minimum, ja. Von 17 bis 17:30 Uhr, da habe ich auf 300 Watt gestellt. Funktioniert auch alles wunderbar. Und
da ist das so, in dem Zeitraum machen wir Essen. Da wir berufstätig sind hier alle, gibt es also abends Essen. Ich denke mal, eine halbe Stunde 300 Watt reinpowern ist ganz okay. Dann von 17:30 bis 20 Uhr dann wieder auf 150 Watt. Und dann so ab 20 Uhr gucken dann alle Fernsehen. Und da habe ich von 20 bis 22 Uhr 250 Watt eingegeben und dann den Rest halt bis 24 Uhr, ne? Also von 22 bis 24 wieder 150. Wie lange das jetzt hier funktioniert, werden wir sehen. Wir haben ja auch so eine schöne Statistik. Wir gehen mal wieder auf Home, also auf Start. Und da haben wir ja jetzt hier die Solarenergieerzeugung, ne? Da seht ihr ja, wir haben ab. Na toll. Das ist so, keine Ahnung, ist das ein Bug hier? Jetzt. Bis. Immer wenn ich hier versuche zu fahren, geht das weg hier. Bei ja, 16:20 Uhr haben die Solarpaneele, die beiden noch 3,5 Watt. Und dann ist er auch umgesprungen, als er 0 war und hat auf die Solarbank zugegriffen, also auf dem Speicher. Und seitdem läuft er halt, ne? Geht ja runter bis 10%. Und die 10% bleiben da drin als ja, Puffer, damit der Akku nicht beschädigt wird. Jo, okay. Ganz so repräsentativ ist das jetzt hier nicht. Dadurch ja, wie gesagt, der Akku ja schon 95% drinne oder geladen war. Und deswegen, ja, ist das jetzt, ich meine, ich freue mich über den Strom, der da schon drinne war. Aber wie es tatsächlich jetzt läuft, vor allen Dingen jetzt hier im Januar, ich meine, wir hatten heute echt einen Bombentag, wir hatten viel Sonne und ja, wie voll der dann geladen wird. Schaffe ich es überhaupt jetzt in dieser Jahreszeit, Ende Januar, kann man ja schon fast sagen, und dann Februar, den überhaupt bei Sonnenschein richtig voll zu laden oder nur ein paar 100 Watt reinzuladen, das werden wir dann sehen. Dazu mache ich dann auch nochmal ein Video, aber ich denke mal, jetzt ist es viel zu lang geworden und deswegen würde ich sagen, machen wir mit dem Video jetzt Schluss. Und wenn euch das Video gefallen hat oder wenn es sogar für euch informativ war, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert den Kanal, damit ihr keine weiteren Videos hier verpasst. Oder schaut so mal wieder vorbei. Und ansonsten sage ich es erstmal, Leute, macht's gut und wir sehen uns im nächsten Video hier auf meinem Kanal. Also dann, ciao!